Hi, mein Name ist Robert Thompsons. Wir werden heute über Game Design sprechen, explizit über World Maps, wie diese funktionieren, wie computerspielende Personen mit diesen World Maps interagieren können und warum es World Maps insgesamt gibt und quasi eine ziemliche Erleichterung in zum Beispiel RPGs, also Roleplay Games sind. Ich referenziere dazu auf ein etwas älteres Computerspiel, das ist A Link to the Past. Wenn ihr dazu weitere Informationen benötigt, schaut einfach bei YouTube nach. Es gibt genug tonnenweise Videos. Ihr werdet euch da so. Ich werde unter dem Video werde ich auch nochmal einen Link posten. So. In Link to the Past startet der Held, also du als computerspielende Person, in einem Haus, kann dort erste Interaktionen machen, wie zum Beispiel austesten, wie man mit einem Schwert schlägt, indem man kleine Tonkrüge kaputt macht, ähm, wie man die Computerspielfigur bewegt, also nach oben, unten, rechts oder links, also in Four Directions, kann dann aus dem Haus heraustreten, wechselt also die Szene innerhalb eines Views. View ist in diesem die Stadt oder das ja eher Dorf so und kann da sich noch ein bisschen mit NPCs, also Non-Player Characters, unterhalten und ein bisschen so eine Einführung quasi in die Computerspielewelt erleben. Da die meisten Computerspiele natürlich nicht da an dieser Stelle enden und sagen so, hey, hast du toll gemacht, das Spiel ist jetzt zu Ende, du hast zwar nichts gewonnen, wir haben auch keine Geschichte, aber du hattest 2 Minuten Spaß, äh, kann man meistens sich einen extrem großen oder größeren Spieleuniversum bewegen. Meistens funktioniert das dann so, dass man halt einzelne Views hat, wie zum Beispiel Dorf, Ruine, Stadt, Dungeon oder sonst irgendwas. Und in diesen Views sich Szenen befinden, wie zum Beispiel beim Dungeon Level 1, Dungeon Level 2, Dungeon Level 3 und so weiter und so fort. So. Wir haben also schon mal gelernt, was ist ein View, was ist eine Szene. Die Szene ist innerhalb eines Views. Ein View kann mehrere Szenen beinhalten. Also zum Beispiel das View Dorf kann die Szene Schmied, äh, Beginnerhaus, Brunnen und Stall beinhalten. Werden wir in einem anderen Video nochmal genauer drüber sprechen. Wenn wir uns aber zwischen einzelnen Views bewegen wollen, möchten wir das ja meistens nicht so machen, dass wir dann stundenlang durch einen Wald laufen und vielleicht nur Bäume sehen oder Gras und Steine, sondern wir möchten quasi eine verkürzte Reisemöglichkeit haben, die es uns auch ermöglicht, ja, uns in diesem gesamten Spieleuniversum besser zu bewegen. Ich habe hier in der Bitsy Engine habe ich in 10 Minuten eine kleine Map erstellt. Ich werde jetzt die einzelnen Elemente nacheinander abarbeiten und damit euch einen groben Überblick geben, so was man bei World Maps alles so reinpacken kann, wie man ja, die World Map gestalten kann oder wie man halt sagen kann, äh, computerspielende Person bitte mit diesen Spieleinhalten interagieren, mit diesen aber nicht. Ich habe, okay, fangen wir mit dem Avatar an. Der Avatar ist hier eine 4x4 große, ja, ein Pixel. Ich habe den proportional angepasst, weil ein Pixel wäre viel zu klein, äh, wäre dann nicht mehr so gut zu erkennen. Also habe ich einen 4x4 Pixel Avatar draus gemacht. Was wir hier schon erkennen können, ist, dass es einfach nur ein Viereck ist. Man sieht also keine richtige Figur oder ein Männchen oder sonst irgendwas. Das ist okay, weil wenn eine computerspielende Person also das Erste, was eine computerspielende Person immer macht, ist halt die Pfeiltasten zu bewegen und zu gucken, welches Element
auf dem Bildschirm bewegt sich. Aha, okay, ergo, das muss mein Avatar sein. Also die Darstellung meines Ichs innerhalb des Computerspiels und damit quasi das Element, mit dem ich dann Interaktionen auslösen kann. Und wenn ich zum Beispiel hier auf der Straße entlang gehe, kann ich hier zum Beispiel diese Stadt anklicken. Ich kann hier diesen Airport, also einen Flughafen anklicken und eine Städtchen und hier eine Village und hier ein Train Station. So, daraus resultieren sich schon sehr viele weitere Informationen. Wir wissen alle, dass Städte miteinander über Straßen verbunden sind, weil wir selber meistens in Städten oder Dörfern leben oder das lernt man irgendwann so. Das heißt, diese blauen Linien erschließen sich für die computerspielende Person als Straßen. Daraus kann wiederum die Information gezogen werden, okay, wenn das hier eine Train Station, also ein Bahnhof ist, das hier mit einem Village verbunden ist, ist das hier keine Leiter, auf denen irgendwie ein Avatar rauf und runter laufen kann, sondern es stellt Gleise dar. Das heißt, wir müssen der computerspielenden Person in dieser abstrahierten Map logische Schlussfolgerungen geben, warum das, was sie da sieht, genauso sieht. So, wir wissen alle, wie Bäume aussehen. Ne? Wenn wir hier, haben wir Bäume. Ich habe hier sehr viele Bäume einfach hingesetzt. Und hier ist zum Beispiel ein Tempel. Und wir können uns vorstellen, okay, ein Tempel ist entweder etwas, was ein bisschen versteckt liegt oder vielleicht nicht gerade innerhalb einer Stadt, sondern eher so ein bisschen weiter außerhalb, so ein bisschen versteckt ist oder sonst irgendwas. Das heißt, wenn wir da ein paar Bäume und wie hier auch noch ein paar Berge und wie hier ein paar Steppenelemente hinpacken, können wir halt quasi der computerspielenden Person erklären, so, okay, dieser Tempel befindet sich außerhalb einer Stadt, es befindet sich auch keine Straße dahin, sondern es ist etwas Verstecktes, quasi etwas, was für dich ein Abenteuer auslösen kann, weil wenn du da hingehst, könntest du oder wirst du, wenn das ein guter Game Designer war, auch Interaktion auslösen oder so gesehen Abenteuer erleben, indem du zum Beispiel Loot findest, also Wertgegenstände findest, wie neue Ausrüstungsgegenstände oder sonst irgendwas. Und das gleiche gilt hier für hier unten, habe ich hier so einen kleinen Dungeon. Man sieht, das ist ein Dungeon-Eingang, der liegt ganz versteckt weit hinten rechts in der Ecke. Man sieht das auf dieser World Map, weil das eine Full-View World Map ist. Also das heißt quasi, es ist schon alles erkundet. Es gibt kein Fog of War. Das heißt, also es gibt kein Nebel des Grauens oder Nebel des Krieges, der dazu befähigt, Sachen noch einmal mehr zu erkundigen. In älteren Computerspielen wurde das so gemacht, weil die Rechenleistung von Computerspielen oder die Rechenleistung von Computersystemen einfach noch nicht fähig waren, so Special Features wie Fog of War zu ermöglichen. Wenn wir zum Beispiel ein weiteres Element haben, ist wie hier, das ist ein Graveyard Entry, also ein Friedhofseingang, erkennen wir, dass einzelne Elemente blau sind und ein Element weiß. Warum ist das so? Die blauen Elemente sind non-interactive. Das heißt, man kann mit denen nichts machen. Ich könnte jetzt hier E drücken, ich könnte jetzt hier D, S oder sonst irgendwelche Interaktionstasten auslösen, also betätigen, aber es würde nichts passieren. Warum ist das so? Nicht alles muss interaktiv sein auf einer World Map. Also man muss jetzt nicht hier auf einen Baum klicken und dann steht da, das ist ein Baum oder das ist ein Wald. Weil wenn da nichts drin ist, ist da nichts drin. Dann ist das nur ein Designelement. Es wird angezeigt, okay,
Hier beim Dungeon befindet sich ein riesiger Wald. Das soll dazu führen, dass die computerspielende Person halt so ein bisschen in Stimmung gebracht wird. Das heißt, ein Dungeon wird sich nicht mitten in der Stadt befinden oder sonst irgendwo, sondern ja in einem tiefen, dunklen, düsteren Wald. Und wenn man dann da in so eine Richtung einer Lichtung geht, dann kommt so ein kleiner Dungeon-Eingang. Man sieht ein paar vielleicht Skelettschädel oder sonst irgendwas, ein bisschen Bodennebel oder so, ne? Sodass der Spieler, oh ja, ich brauche eine gute Rüstung oder einen guten Magiestab oder sonst irgendwas, bevor ich diesen Dungeon betrete, weil in diesem Dungeon wird sich wahrscheinlicherweise bestimmt irgendwas Gefährliches befinden, wie Räuber, Skelette, Monster, Fledermäuse oder so. Alles, was man sonst halt in Dungeons findet. Der Wald ist also quasi nur ein Designelement, der sagt so, großer tiefer Wald, da ist ein Dungeon, in diesem Dungeon befinden sich super viele interaktive Elemente, aber es ist nicht wichtig, weil dieser Wald stellt einfach nur dar, so, damit du weißt, wo das ist. So, genauso wie bei einem Friedhof, hier diese kleinen Kreuze und so, die ich halt gemacht habe, das sind halt, ja, Gräber, klar, auf einem Friedhof. Aber um mit diesem Friedhof zu interagieren und den View zu wechseln, also von der View World Map in die World Graveyard, also Friedhof, brauchen wir nur ein Element. Wie jetzt erkennen wir schon so ein Muster, ein Pattern, dass alle interaktiven Elemente weiß sind. Also wir haben hier zum Beispiel links oben in der Ecke einen alten Turm oder einen Wolkenkratzer, das kann alles Mögliche sein. Ich habe das hier alles so ein bisschen durcheinander gebracht, also durcheinander gebaut, einfach nur um verschiedene Elemente zu zeigen. Es ist nicht alles nur Fantasy, sondern auch ein bisschen Postapokalyptik. Wir haben hier zum Beispiel ein Pack of Wolves, wird dargestellt nur mit einer einzelnen Hund-Sprite, also einer einzelnen Figur, die quasi einen Hund darstellt. Aber äh, die Interaktion ist, wenn der Spieler zwei, dreimal dieses Sprite gesehen hat und immer merkt, okay, ich komme jetzt in einen Kampf mit 3 Hunden, dann weiß spätestens beim zweiten Mal die Computerspielperson, dass dieser Hund 3 Gegner innerhalb einer Kampfszene sind. Das lernt dann die Person irgendwann. So, das ist dann halt quasi die Abstraktion, über die ich vorhin schon gesprochen habe. So. Das war's auch schon. Hi, mein Name ist Roger Johnson, Softwareentwickler vom Beruf, Game Designer als Hobby. Ich mache eine kleine Computerspielserie über Game Design auf YouTube. Ihr könnt diesem Kanal folgen, das Video liken oder auch einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr vielleicht kritische Anmerkungen habt oder auch inspirierende Vorschläge, was ich vielleicht in den nächsten Videos besprechen könnte. Es wird definitiv um Computerspiele gehen, um Game Design, um vielleicht ein, zwei Anekdoten aus meiner eigenen Computerspielhistorie. Und ich würde mich freuen, wenn ihr mich bei dieser kleinen Reise begleiten wollt. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, guten Tag, gute Nacht, wann ihr auch immer das Video schaut. Ciao, ciao.